Das ist ja was ganz Besonderes. Ich halte, jede Temperatur steht drauf. Hier hat man minus 14 Grad drin und eine Luftfeuchtigkeit von 61%. Draußen ist es richtig warm, muss man fairerweise sagen. Und sie schreiben, ich zeige das mal gerade, hält jede Temperatur bis zu 10 Tage ohne Strom. Gut, das bis zu, das kann ja jetzt alles sein, aber der Moritz, der ist hier, der sagt, das hängt natürlich im Wesentlichen davon ab, ob das Material, was reinkommt, schon vorgekühlt ist, oder? Teilweise. Es ist tatsächlich so, wir haben das Prinzip der Thermoskanne in der Box, das heißt Vakuumisolierung. Das hält die Temperatur so lange. Und welche Temperatur im Inneren anliegt, das kann man über diese Temperaturelemente einstellen. Die müssen einmal eingefroren werden. Und dann kann man Kühlschranktemperatur oder Gefrierschranktemperatur im Inneren für 10 Tage halten. Wenn du mir das mal kurz zeigst, das heißt, innen drin ist ein Vakuum. Das kann quasi nicht entweichen. Ist es fast eine Isolierung, oder? Das Vakuum ist in den Wänden verbaut, genau. Ich kann das einmal hier zeigen, eine Sekunde. Ja. Das sind diese Vakuumisolationspaneele, die sind im Inneren verbaut. Und zwar hier hinter und in den Wänden und im Boden natürlich. Das heißt, das hält die Temperatur und hier sieht man das schon, das ist jetzt unsere Kühlschrankvariante für einen Wochenendeinkauf mit diesen Elementen, die oben drauf gelegt werden und damit hält es eben 10 Tage. 10 Tage. Nicht schlecht. Ja. Also das beeindruckt mich jetzt wirklich und das ist, glaube ich, das erste Mal was in meiner Preisklasse liegt. Preis von der? Wir starten bei 350 €. Wir stellen das Ganze in Würzburg her und geben 10 Jahre Garantie darauf. Ja, das ist ziemlich cool. Man kann es auch als Sitz verwenden, wenn du dich mal draufsetzt. Denn es hat den Vorteil, das kenne ich ja von anderen Kühlboxen, die halten aber keine 10 Tage. Zum Beispiel aus Amerika kennt man das, die aktiv gekühlt werden müssen mit allem drum und dran. Das ist bei euch nicht nötig. Das ist richtig. Wir haben keine Kompressoren, die kaputt gehen können. Wir haben keinen Lärm. Und wir haben eben mit dieser Superisolierung auch eine energieeffiziente Alternative. Man kann es entweder als Sitz verwenden, wir haben auch ein Schneidebrett, dass man es als Tisch verwenden kann. Warte, ich zeige das mal gerade. Das ist das Schneidebrett, was ihr dann da habt? Genau, als Tisch verwenden zum Schneiden. Und hier drin ist eben diese Gefrierschranktemperatur, minus 14 Grad, haben wir gerade schon gezeigt. Und dann sieht das Ganze eben so aus, zum Beispiel für Speiseeis. Nein, das geht wirklich. Das ist jetzt kein... Wir haben natürlich am Dienstag hier aufgebaut. Wir haben heute Freitag, wenn mich nicht alles täuscht. Es wird auch noch bis Sonntag halten und noch darüber hinaus. Das Eis ist jetzt in einer schönen Temperatur, man kann es direkt essen, oder wie? So ist es. Bitte zugreifen. Genau, wenn du mal gerade probierst. Oh, sehr gerne. Sehr gerne. Das heißt, das ist kein Witz, du hast das nicht heute Nacht wieder aufgeladen oder so? Nein, überhaupt nicht. Wir als Firma... Also es ist sehr kalt, es ist eisgekühlt, ja? Also wenn man das heißt, du kannst zum Beispiel als Spedition Sachen versenden damit mit der Box, oder? Das kann man. Wir haben tatsächlich hier eben unsere Endverbrauchervariante mit Kühl, aber Vakutec als Firma dahinter macht seit 20 Jahren Medikamententransporte temperaturgeführt. Wir haben sehr, sehr viele Impfstoffe transportiert, Testkits versendet, alles was kalt gehalten muss während dem Transport, während Luftfrachttransport läuft über solche Systeme. Weil das ist nämlich so, bei mir im Kühlschrank im Camper, wenn ich den einstelle auf minus 18 Grad, dann wird das Eis weich. Das ist hier richtig hart, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja unglaublich. So, das heißt, das Ganze könnte ich natürlich dann auch immer wieder aufladen. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Camper bin, kann das mitnehmen, könnte mir auch mal fragen, die Nachbarn, darf ich mal kurz... Das geht. Genau so ist es. Also wir haben hier die Lösung mit den 4 Elementen. Bei diesen 4 Elementen kann man auch auf die Variante gehen, die ich gerade gezeigt habe. Da kann man 2 oben drauf packen und 2 vielleicht als Backup immer im Gefrierschrank haben, sodass man dann beliebig häufig austauschen kann und beliebig lang diese Situation verlängern kann oder diese Temperatur verlängern kann. So, die Stoßempfindlichkeit. Das ist ja so, wenn ich jetzt 350 € ausgebe, die soll ja auch halten. Was habt ihr euch da für Gedanken gemacht? Genau. Also, sie sind eigentlich unkaputtbar. Man sieht es jetzt hier gerade schon bei der Dame, die sitzt drauf. Gut, die war jetzt nicht so schwer, muss ich sagen. Ich zeige es mal gerade, ja. Ist das cool, diese Box für euch? Wir haben sie gerade gekauft. Wir haben sie jetzt gerade gekauft. Ihr seid das? Ja, wir sind das. So, er hat sie gut erklärt, aber das Eis ist wirklich hart. Habt ihr das probiert, das Eis? Ja, ich habe es gegessen vorhin. Und? Ist unglaublich, oder? Ja, super. Ich glaube das ja immer noch nicht ganz, dass du das wirklich erst vor 2 Tagen, das heißt, das ist seit 2 Tagen da drin. So ist es. Seit Dienstag bis Freitag sind so, glaube ich, 3 Tage und relativ hart. Und die Box ist auch ein harter Brocken. Wir können sie mit 140 Kilo belasten. Ja? Also da passiert nichts. Das Material außen ist das gleiche, was auch in Laufschuhsohlen verwendet wird. Das heißt, es hat so einen kleinen Memory-Effekt. Das heißt, man sollte jetzt vielleicht nicht mit dem Messer drauf einstechen, aber Stoßempfindlich, Druckempfindlichkeit gibt es hier nicht. Ist das hier die kleinste Größe, die ihr habt?
Das ist die kleinste Variante, genau richtig. Wir sind hier bei 27 Litern. Das ist eigentlich optimal für, wie gesagt, so ein Wochenende oder ein paar mehr Tage für 2 Personen. Wenn es dann mehr Personen werden, dann muss man entweder nachfüllen oder gleich mit der großen Variante mit 43 Litern starten. So, sehr schön. Preis von der großen? Da starten wir bei 410 Euro. 410 Euro. Das Schneidbrett, was kostet das? Das haben wir jetzt im Rahmen der Messe hier sogar dabei. Was? Ihr habt es dabei. Da Cool. ist es dann dabei, genau richtig. Sonst kostet es, ich glaube, 60 Euro. Was ich cool finde, ist, dass es so universell nutzbar ist. Das heißt, du kannst es dann im PKW benutzen, du kannst es für Kids mal mitnehmen am Wochenende, du kannst alles damit machen, du kannst auch im Camping nutzen. Ihr seid wahrscheinlich so welche, die immer nur 3 Tage wegfahren, oder? Oft. Oder länger. Wir fahren noch länger weg. So, und zum Beispiel, wie lange fahrt ihr? Also, 2, 3 Wochen? ja. Warte, ich zeig das mal gerade. Ja, dabei ist ja schon Geld, wenn man das so sieht. Das ist jetzt nur ein bisschen Kunststoff, da ist noch nicht mal Elektronik drin. Ja, aber die elektronischen Teile sind noch teurer, auch nicht größer und du brauchst Strom. So. Ihr habt blau oder schwarz-gold? Wir haben schwarz geholt. Schwarz-gold. Und das Sitzkissen auch? Ja. Weil super ist. Weil es super ist, sagt sie. So, ich zeige mal gerade, da vorne ist es. Wenn ich es haben möchte, ist es lieferbar eigentlich, wenn ich es bestelle? Genau, wir produzieren in Würzburg und sind natürlich lieferbar. So, da vorne. Und das ist das Element nochmal. Noch. Ungefähr das Gewicht, also was ich mir dazu lade. Wir haben bei der kleinen Variante ungefähr 5 Kilo, bei der großen Variante ungefähr 7. So, und das hier, das Element selber ist dann sehr leicht, oder? Das ist jetzt dieses Panel, das ist diese Vakuumisolierung, die im Inneren verbaut wird. Das ist natürlich eine besonders leichte Lösung, aber auch die Hülle ist besonders leicht. So, das Ganze wird natürlich stylisch auch geschrieben, cool. QOOL. Ja, ich stelle mir vor, so die Hauptaufgabe ist wirklich den Leuten dann zu erklären, dass das wirklich funktioniert. Viele glauben das nicht, oder? So ist es. Also tatsächlich, wir versuchen eben mit diesen Beispielen, die wir hier haben, egal ob mit dem Kühlschrankbeispiel oder mit dem Gefrierschrankbeispiel, da Vertrauen zu schaffen. Wir sagen zusätzlich mit 10 Jahren Garantie, da macht man auch nicht wirklich was falsch. Und einige überzeugt auch, dass wir eben schon seit längerer Zeit als Mutterfirma Impfstoffe und andere Medikamente transportieren. Weil da kann man nicht einfach sagen 10 Tage, sondern dann muss es eben auch wirklich, ich sage immer, mit Blut unterschrieben sein, was da auch wirklich passieren kann. Genau, ich zeige das mal gerade hier vorne. Habe ich die Möglichkeit, oder was kommt damit an Akkus? Man kann sich auswählen, welche Akkus. Man wählt einen Temperaturbereich aus und 4 Stück bei der kleinen Variante, 6 Stück bei der großen Variante. Wie gesagt, das ist eher Kühlschranktemperatur hier links. Hier vorne ist Gefrierschranktemperatur und über die Farbe kann man identifizieren, was habe ich jetzt gerade drin. Sehr schön. Ja, wir sind Abenteuer Allrad. Heute ist der 17. Juni 2022. Du bist der Moritz. Ich bin der Moritz. Freue mich, dass ihr dabei wart. Genau, ihr habt einen Webshop? So ist es. cool-products.com. Da bekommt man die Boxen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, wieder mal eine tolle Innovation. Was hältst du davon? Wirklich toll. Ich bin begeistert. Also das ist wirklich was, das hole ich mir vielleicht auch. Das passt in mein Budget. Und Ich kann's ja das Eis gar nicht ist jetzt glauben. langsam am Schmelzen, aber wegen der Sonne. Ich hätte mal so gern gesehen, wie er das auspackt, weil ich kann es ja kaum glauben. Wahrscheinlich hat er das dann doch aus dem Eisschrank. Nee, hast du nicht, oder? Immer noch nicht. Es ist tatsächlich noch drin. Wir haben auch noch tatsächlich relativ viel Backup, weil wir wollen ja noch bis Sonntag mit dem Eis auch durchhalten. Sehr schön. Danke. Tschüss.